Hallo Freunde der Sonne in unserem neuen Video. Ja, wir waren nach wie vor in Frankreich unterwegs, waren jetzt in der Camargue, haben dort wilde Flamingos gesehen und ja, einige andere coole Tiere. Auf jeden Fall mussten wir dann aber irgendwann von den Mücken flüchten und ja, haben uns dann auf den Weg nach Cap de Agde gemacht, wo wir dann eigentlich von den Menschen geflüchtet sind. Ja, warum? Erzählt euch dann der Matze noch genauer. Ja, wir mussten flüchten, weil da war nämlich einfach Sodom und Gomorra am Strand. Sowas hat mit FKK einfach nichts mehr zu tun. Aber dazu später mehr. Es geht los. Bewaffnet mit unserem Mückenspray. Ja, wir sind mittlerweile in der Camargue angekommen und die Mücken sind übel, also richtig übel. Haben wir jetzt nicht erwartet, dass das jetzt um die Jahreszeit schon so heftig ist. Ja, es ist April wohl bemerkt. Und ja, wir haben ja zum Glück schon Sprays dabei. Wir wollen jetzt nämlich mal in so einen Vogelbeobachtungspark oder so. Genau, in so einen Vogelbeobachtungspark fahren wir jetzt mit dem Rad und mit dem Roller. Und genau, deswegen erstmal Sonnencreme und auf jeden Fall kiloweise Mückenspray, weil sonst Matze ist schon übel zerstochen. Ja. Ich irgendwie noch nicht, komischerweise. Aber ja, mal schauen. Warum fahren wir in den Park? Was gibt's da zu sehen? Ja, Vögel, habe ich doch schon gesagt. Ja, was für Vögel? Und es gibt Flamingos, hoffentlich. Haben wir gestern bei der Herfahrt schon welche gesehen. Also, sie sind auf jeden Fall hier. Und es gibt auch, wenn wir Glück haben, also Wildpferde. Gibt's hier auch. Genau. Dann auf geht's los. Auf los geht's los. Ja, der Vogelpark hier, der lohnt sich mega, richtig schön. Man kommt hier richtig nah an die Flamingos ran und es sind auch richtig viele Flamingos hier. Und auch andere Vögel, also nicht nur Flamingos, Enten und ich weiß nicht, wie die ganzen Vogelarten heißen. Also hier kann man sich auf jeden Fall Zeit nehmen. Richtig schön, das hat sich richtig gelohnt. Und die Flamingos, die machen echt einen Lärm, muss man echt sagen. Also, und machen diese lustigen, ich weiß nicht, was es ist, Paarungstänze, Konkurrenztänze. Weiß ich nicht. Ich bin kein Ornithologe. Also Selina ist glücklich, weil wir haben einen Biber gesehen. Ja, die Vögel, sie sind schon auch cool, aber der Biber ist noch viel cooler. Ja. Und mit dem Fernglas sieht man das so gut. Der ist einfach riesig. Und er ist richtig pummelig. Das ist wahrscheinlich sein Winterspeck noch. Wir sind jetzt fertig mit der kleinen Runde. Die große war uns nämlich ein bisschen zu lang jetzt. Aber ja, wir haben einiges gesehen und wie gesagt, es lohnt sich echt mega. Waren jetzt 8 € Eintritt. Aber ja, auf jeden Fall sehr cool und wir haben viele verschiedene Tiere gesehen. Ja. Fernglas mitnehmen auf jeden Fall, genau. Und was zu trinken. Und was zu trinken. Und Mückenspray vielleicht auch. Und um noch richtig zu stellen, es waren keine Biber, sondern Nutrias. Die haben nämlich einen anderen Schwanz und deswegen ja, sind wir irgendwann drauf gekommen, dass es gar keine Biber sind. Aber sie sehen ja so ähnlich aus und sie sind genauso süß.
Wir sind jetzt in Sainte-Marie auf einem Campingplatz. Wie man sieht, haben wir auch schon unsere Campingstühle ausgepackt. Wir sind nämlich jetzt in der Camargue und deswegen haben wir uns erstmal einen Campingplatz rausgelassen, weil, heißt ja doch, dass es schon eher gefährlicher ist und wegen Einbruch und so. Deswegen haben wir gesagt, wir starten jetzt erstmal auf einem Campingplatz, haben den jetzt für 2 Nächte gebucht. Und ja, schauen halt mal generell, wie es uns gefällt. Schauen wir mal, ob wir sonst noch andere Stellplätze finden. Aber das mit dem Freistehen ist halt nach wie vor ein bisschen schwierig. Und genau, die Mückenplage, die ist auch schon heftig. Haben wir jetzt auch nicht gedacht, dass das zu der Jahreszeit schon so krass ist. Genau, deswegen müssen wir mal schauen, wie lange wir das durchhalten. Also man sieht Matze hier hinten auf der Düne. Er führt gerade den Mückentanz auf. Ist heftig hier, leckt mich am Ärmel. Brutalst. Es ist dann doch überhaupt nicht besser geworden mit den Mücken, sogar noch schlimmer abends. Und deswegen sind wir dann in den Ort geflüchtet und haben uns da eine Pizza gegönnt. Denn am Camper hat man es gar nicht mehr ausgehalten. Aber die Nacht sollte noch eine Überraschung für uns bereithalten. Es ist 1:15 in der Nacht und es ist der Gasalarm angegangen. Und natürlich erstmal Panik. Jetzt habe ich gesehen, jetzt sind hier so ganz kleine Mini-Fliegen direkt an dem Alarm dran. Der leuchtet halt, wenn der an ist oder bereit ist. Jetzt vermute ich, dass ein Tier da rein ist und den auslöst. Man riecht nichts, man riecht kein Gas. Fenster war auch gerade noch auf vorher. Könnte auch kein Kohlenmonoxid sein oder so. Macht alles keinen Sinn. Machen wir ihn wieder an. Schauen, was passiert. Die Nacht war eher so semi. Der Gasalarm ist angegangen. Und so wie ich jetzt rausgefunden habe, kann es auch von kleinen Insekten ausgelöst werden. Davon gehen wir jetzt mal aus, denn wir haben keine Gase gerochen und auch sonst wäre das ziemlich unlogisch gewesen, weil wir hatten ein Fenster auf. Ja, also das spricht hier wirklich was für die Insektenvielfalt in der Camargue. Und ja, die Mücken, die sind wirklich unerträglich und deswegen werden wir heute auch abreisen. Der Campingplatz war eigentlich echt in Ordnung, besser als gedacht, besser als erwartet. Denn wir haben einige schlechte Bewertungen gelesen, aber für unsere Bedürfnisse war das alles tipptopp. Sauberkeit war voll in Ordnung und auch sonst. Genau, aber wir fahren heute weiter. Wir müssen unterwegs schauen, wo wir wirklich hinfahren. Wir wissen es jetzt noch nicht. Wir müssen jetzt hier schnell abreisen, weil das mit den Mücken, das ist wirklich, ja, das ist unerträglich. Heute fahren wir nochmal zum Strand, machen heute nochmal einen entspannten, so wie gestern. Denn die letzten Wochen waren schon ganz schön anstrengend. Wir waren quasi jeden Tag unterwegs. Wir haben fast jeden Tag den Stellplatz gewechselt und nur selten mal 2 Nächte an einem Platz verbracht oder 3. Deswegen wollen wir hier mal so ein bisschen Ruhe einkehren lassen, weil der Ort ist hier echt schön und der Stellplatz ist echt in Ordnung. Der kostet nur 57 pro Tag mit Wasser und Entsorgung und alles ist da. Und der Strand ist auch fußläufig erreichbar. Also tipptopp. Jetzt müssen wir hier noch so ein bisschen klar Schiff machen und dann fahren wir nachher wieder zum Strand. Ja, Strand ist immer gut. Der Strand ist auch echt schön. Das ist ein FKK-Strand. Muss man sagen. Ja, gemischt. Gibt alles. Und ja, zum Ort. Der Ort an sich ist jetzt nicht so schön, finde ich. Das ist halt schon eher so ein Touri-Ort. Und es ist auch echt viel los. Ja, aber so ein Touri-Ort ist eigentlich auch mal eine coole Abwechslung. Ja, wir haben jetzt halt die Möglichkeit gehabt gleich zum Waschen, weil quasi 100 Meter neben unserem Stellplatz quasi die Wäscherei ist. Und gibt Geschäfte und wir sind eben direkt beim Strand und so, deswegen ist das halt schon einfach sau praktisch. Und wie gesagt 57, das ist halt wieder so ein Erde-Campingcar. So ein Stellplatz, der ist ja relativ voll. Aber ja, so brauchen wir uns dann auch nicht Gedanken machen, großartig wegen irgendwie Einbruch oder so. Genau. Von dem her lässt sich's hier ganz gut aushalten. Genau, und zu dem Strand, zu dem wir jetzt nachher wieder gehen werden, da können wir leider nicht filmen, das ist ein Nudistenstrand. Da werden wir dann auch nochmal nachher berichten, was es denn da Besonderes zu gesehen gibt. Denn, naja,
das haben wir zwar schon mal in Spanien so erlebt, aber nicht in diesem Ausmaß, um es mal vorsichtig zu sagen. Muss man dann genau überlegen, was ich sage, denn man muss natürlich bei YouTube muss man diverse Regeln einhalten, was man sagt und was man zeigt. Sass. Deswegen muss ich mir jetzt gleich nochmal durchlesen, was darf man denn auf YouTube alles so sagen und zeigen. Genau. So. Sind wir ja schon gespannt, was du uns erzählst. Ja, ist echt heftig, also... Also wie versprochen gebe ich jetzt mal zum Besten, was denn da an diesem Strand los ist, was da so passiert. Und ja, muss ein bisschen auf meine Wortwahl achten. Deswegen habe ich mein Mikrofon auch hier an der Zahnbürste. Für den Bedarfsfall kann ich mir den Mund auswaschen. Also, was ist da los? Ja, wir sind hier in dem Ort Marcellon und der Strand reicht bis nach Cap de Agde. In Cap de Agde ist die größte Freikörperkulturanlage der Welt anscheinend. Aber das ist jetzt gar nicht so das Thema, sondern wir wollten eigentlich ganz normal an den Strand, an den FKK-Strand, um nahtlose Bräune zu bekommen. Sind dann da den Strand lang gelaufen und ja, auf einmal haben wir festgestellt, es sind nicht nur eine Lakt, sondern es gibt ein wildes Treiben. Es bilden sich immer wieder Menschentrauben. Als wir dann genauer geschaut haben, was da los ist, haben wir festgestellt, okay, mitten auf dem Strand sind Pärchen zugange in aller Öffentlichkeit und vergnügen sich. Und die Leute, die außen rum sind, schauen zu und vergnügen sich auch. Und nicht nur Paare, sondern auch zu dritt, zu viert, zu fünft. Das ist da keine Seltenheit, das ist da gelebte Praxis, mehr oder weniger. Das war uns dann doch etwas zu viel, sage ich jetzt mal, denn das hat auch mit FKK einfach gar nichts mehr zu tun. Deswegen sind wir heute nicht in diesen Bereich des Strandes gegangen, sondern eben in dem normalen FKK-Bereich geblieben. Die Leute können ja machen, was sie wollen, ja, und das will jetzt hier auch nicht den Moralapostel raushängen lassen. Uns hat es einfach nur überrascht. Also wir wussten davon nichts. Ja, die Leute, die hier wohnen oder die da regelmäßig hinfahren, die wissen es wahrscheinlich. Wir wussten es nicht und waren dann halt einigermaßen überrascht, sage ich jetzt mal. Wenn das jemanden interessiert, das ist ein ganz heißer Tipp, dahin zu fahren. Und dazu ist auch noch zu sagen, es ist jetzt ja gerade mal Mitte April. Im Sommer, glaube ich, ist da richtig was los. Wir haben nämlich auch gelesen, die Polizei war schon auch öfter mal da. Das ist natürlich nicht legal, was die Leute da machen, aber die hat mittlerweile aufgegeben. Also die schaut da unregelmäßig vorbei, aber im Prinzip können die Leute machen, was sie wollen. Was meiner Meinung nach auch okay ist, solange es alle wissen. Die Geschichte ist wie so oft, ja, das ist nicht offiziell geregelt. Deswegen stehen da auch keine Schilder oder irgendwie sowas. Man weiß es gar nicht. Das heißt, man geht den Strand entlang und auf einmal steht man in diesem Sodom- und Gomorra-Strand. Könnte man es jetzt mal so nennen. Ja, aber ich meine, dann gehen wir halt wieder und dann ist ja auch in Ordnung. Also muss man jetzt nicht dramatischer machen, als es ist. Tatsächlich. Für uns war dann eben nur klar, okay, wir gehen da jetzt nicht mehr in diesen Bereich, sondern wir bleiben in dem ganz normalen FKK-Bereich und ja, hatten dann auch einen schönen Strandtag und alles war in Ordnung. Für uns ist heute Schluss an dem Stellplatz. Wir haben ein cooles Pärchen getroffen, ein junges Pärchen aus Freiburg und haben gestern mit denen den Abend verbracht, ausschweifend in der Bar. Die beiden sind sehr sympathisch und stehen hier quasi ja, 1 Kilometer weiter auf einem Campingplatz. Und wir haben gesagt, wir stellen uns mal daneben, weil der kostet auch nur 20 € und dann machen wir uns ein paar schöne Tage. So, die Zahnbürste habe ich nicht gebraucht. Mund muss ich nicht auswaschen. Hoffentlich. Mal schauen, was YouTube dazu sagt, aber ich glaube, das passt schon so.
So, wir sind jetzt im Kap der Akte. Das ist dieser berüchtigte Ort, oder in diesem berüchtigten Ort ist diese Nudistengemeinde, nenne ich es jetzt mal vorsichtig. Und Wetter ist heute nicht so strandmäßig und deswegen haben wir gedacht, machen wir hier mal einen Ausflug und gucken uns das mal an. Also nicht das Nudistendorf, weil dann müssten wir uns ja selber da nackig machen mitten im Dorf, was irgendwie für uns ein bisschen seltsam ist. Obwohl wir auch selber öfter auf FKK-Strände gehen, aber einfach so im Dorf nackt rumlaufen, weiß ich nicht. Ist auch egal. Auf jeden Fall gibt es hier vor natürlich auch einen ganz normalen Ort. Ja? Und den wollen wir uns mal anschauen, der soll ganz schön sein. Jetzt gibt es gerade noch ein bisschen Brotzeit. Also wir essen jetzt auf und dann schauen wir uns den Ort an. So, also unser Fazit zu Kap der Akte. Ich finde das immer so blöd, das so auszusprechen. Das heißt einfach ganz anders. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ja, wissen wir wie immer nicht. Also, es war gar nicht mal so schön. Ja, es ist halt übel touristisch und irgendwie so ein Kramschladen nach dem nächsten. So der Hafen ist ganz nett, aber im Endeffekt, wir fanden es jetzt nichts Besonderes. Das einzige Coole war quasi so die Küste, also beim Strand und so. Da war es recht schön, aber so direkt in der Stadt oder so, das war jetzt nicht so ganz unseres, aber ist ja auch immer Geschmackssache. Also da hat uns der Ort, wo wir jetzt wohnen, schon einiges besser gefallen. Der ist zwar auch relativ touristisch, aber ja, also von der ganzen Aufmachung her, sage ich jetzt mal, war der schon gemütlicher auf jeden Fall. Genau, morgen werden wir dann wahrscheinlich uns einen anderen Stellplatz suchen oder quasi generell ein Stück weiterfahren, weil auch wieder ein Arbeitstag ist. Genau, bei uns stellt sich jetzt noch die Frage, nämlich, ob wir nach Carcassonne fahren oder nicht. Aber das werden wir wahrscheinlich je nach Wetter vielleicht entscheiden und nach Lust und Laune. Ja, also ich hätte auf jeden Fall schon Bock, weil es schaut echt cool aus eigentlich so, was man im Internet sieht. Und wir haben auch schon lange keine Burg mehr gesehen. Genau. Aber mal schauen, das entscheiden wir dann morgen spontan. So, bei uns gibt es heute eine Halbfertigpizza. Ja, hier gibt es so einen Straßenautomat, wo man sich einfach so eine Pizza rausholen kann. Also die wird dann da anscheinend nur aufgebacken. Und wir haben den Tipp von jemand anders bekommen. Die schmeckt wohl auch ganz gut. Und jetzt gucken wir uns sie mal an. Tada! Wir haben jetzt nicht so viel Zeit, wir haben Mittagspause. Und deswegen haben wir uns die Pizza geholt. Also der Teig ist so semi, aber der Belag ist richtig geil. Naja gut. Der Hunger treibt's rein, oder? Der Parkplatz ist voll. Richtig ärgerlich. Jetzt ist hier gerade einer, der schaut so aus, als würde der gerade rausfahren. Jetzt warten wir mal kurz ab. Vielleicht wird genau jetzt ein Platz frei. Das wäre natürlich genial. Ja, der Platz wäre halt ideal, weil das ist halt hier fußläufig zur Burg und zur Stadt und so weiter. Das wäre schon richtig cool. Ja, und es ist halt der einzige. Und der schaut auch richtig schön aus. Also einziger ERD Campingcar. Und dann gibt es einen normalen Campingplatz, aber der ist natürlich dann gleich wieder teurer. Mal gucken. So, wir sind jetzt hier gelandet. Der Platz war tatsächlich voll und ja, ist auch keiner jetzt mehr rausgefahren. Ja, aber wir haben jetzt hier direkt einen Platz gefunden an den Weinbergen. Ganz cooler Ausblick auf jeden Fall. Aber der Schein trügt. Zu dieser Seite traumhafter Ausblick und ja, nach vorne raus direkt an der Hauptstraße. Ja, wir hoffen jetzt mal, die ist nachts nicht so krass befahren und es wird nicht allzu laut, aber ja, was anderes haben wir jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Ich habe schon wieder dubiose Sachen entdeckt.
weil hier kommen so Typen alleine mit dem Auto und dann kommen Frauen alleine mit dem Auto und die Frauen steigen aus und steigen bei den Männern wieder ein. Ja gut, aber immerhin ist es nicht so wie am Strand, also... Alter, das nächste Auto kommt. Hier scheint einiges geboten zu sein. Yes, jetzt waren 3 Stellplätze frei. Jetzt haben wir uns hier schnell einen Stellplatz geschnappt und jetzt gibt es kurzes Frühstück und dann schauen wir uns Carcassonne an. Sind wir schon gespannt. Wir hatten gestern bei der Anreise schon so einen kleinen Blick drauf geworfen von außen. Schaut richtig, richtig cool aus. Also schaut schon fast unecht cool aus. Unecht cool. Okay. Der Weg hier zur Burg ist schon richtig beeindruckend. Also die Größe, echt krass, was habe ich noch nicht gesehen. Und top in Schuss alles hier, alles schön nach DIN-Norm. Tippitoppi. Ja, nee, alles richtig schön. Wir gehen jetzt hier erstmal durch die Altstadt sozusagen und dann überlegen wir uns, ob wir noch in die Burg reingehen. Ob wir das brauchen, weil allein hier rumzulaufen und sich das anzuschauen, echt geil. Von außen eigentlich immer fast ein bisschen beeindruckender. Und ja, wie gesagt, wir waren ja auch schon lange nicht mehr bei einer Burg. Also heute mal wieder Burgtag. Aber ja, ist mega cool auf jeden Fall. Bin jetzt schon froh, dass wir hergefahren sind. Ich will Dampf ablassen. Nee, Schmarrn, aber ja, wir wollten jetzt gemütlich schnell einen Kaffee trinken. Aber das ist anscheinend hier nicht möglich, weil das ist echt so krass touristisch. Also in dem einen Lokal wurden wir gar nicht beachtet. Ja, da sind wir dann aufgestanden und gegangen. Und jetzt im zweiten Lokal dürfen wir nicht nur was trinken, weil es ist quasi nur zum Essen. Ja, also wie gesagt, eigentlich mega schön hier, aber am besten nicht zum Einkehren. So, wir machen jetzt mal einen Spaziergang außerhalb von den Mauern, weil da können wir so ein bisschen den Touristenmassen entgehen und ein bisschen Sonne tanken, weil es ist überraschend frisch. Ja, im Schatten, übel frisch und in der Sonne ist schon voll warm. Genau, und außerdem nach dem Gastro-Erlebnis, sage ich jetzt mal, schauen wir, dass wir außerhalb was finden, wo wir was bekommen. Ja, unten in der Stadt halt, im Ort. Und ich habe noch was Cooles gesehen, aber das wird man im Video wahrscheinlich wieder nicht so gut sehen. Da hinten sieht man nämlich die Pyrenäen. So, wir sind jetzt durch mit Carcassonne. Richtig schöne Burg. Ziemlich gut in Schuss. Also sollte man sich echt anschauen. Zwar touristisch, aber trotzdem wirklich empfehlenswert. Also wir haben selten so eine schöne Burg gesehen. Und danach waren wir jetzt noch was essen außerhalb der Burg. Wir haben noch was gefunden. Ja. Genau. War echt gute Entscheidung, nicht da oben in dem Burgzentrum was zu essen, sondern halt unten quasi im Ort. Und ja, war mega lecker und ja, mal schauen. Jetzt haben wir noch einen Verdauungsspaziergang gemacht und jetzt geht's Richtung Van zurück. Und dann wissen wir immer noch nicht, ob wir weiterfahren oder ob wir noch eine Nacht hier bleiben. Ratet mal, wo wir jetzt hinfahren. Ganz schwierig. Also im nächsten Video seht ihr uns dann quasi schon in einem anderen Land. Genau, bis zum nächsten Mal.